Heute bei den Late News haben nachts in Hanau Kinder Pflastersteine durch die Eingangstür eines Supermarkts geworfen, um in diesen einbrechen zu können. Aber anstatt nun etwa Süßigkeiten zu klauen, nahmen sie nur Yu-Gi-Oh! Sammelkarten im Gegenwert von 130 € mit, während der Sachschaden am Supermarkt bei rund 13.000 € lag. Das zeigt nur wieder die Schattenseite vom langen Homeschooling der Kids, dass sie nur noch Sammelkarten klauen und keine Süßigkeiten, so wie das regelmäßige Schulbesucher machen würden. Noch mehr gleich bei News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Late News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch diesmal werde ich unterstützt von den einzigartigen Late News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld oder zumindest vielleicht. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen nach Berlin. Früher, als ich noch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen arbeitete und man dort nur in Croissants bezahlt wurde, konnte ich mir nur eine sehr kleine Wohnung leisten. Die war so klein, dass ich immer gefühlt mein Badezimmer mit den restlichen Wohnungen in der Etage teilte. Zumindest hätte das die roten Haare im Abfluss meiner Dusche erklärt. Zudem waren die Wände so dünn, dass man, wenn man eine Salami an der Wand rieb, dank des Fettes der Salami beim Nachbarn ins Wohnzimmer gucken konnte. Was mir einen eigenen Fernseher ersparte, da ich einfach bei meinem Nachbarn mitgeschaut habe und der mir irgendwann sogar eine eigene Fernbedienung schenkte. Die hätte vermutlich auch ein Nachbar in Berlin-Schöneberg gebraucht, als er wegen lauten Schreins aus der Nachbarwohnung die Polizei rief. Diese fand vor Ort heraus, dass der Nachbar nur gerade einen Horrorfilm anschaute. Warum der Nachbar allerdings einen blutigen Kittel trug, wurde er leider nicht gefragt. Währenddessen in München. In diesen Zeiten, wo man ständig erreichbar sein muss und teilweise will, bin ich immer wieder froh, doch recht oldschool zu sein. Zwar besitze ich selber natürlich auch ein modernes Smartphone und zusätzlich noch 8 andere alte Nokias, aber nur um für meine anderen Familien erreichbar zu sein. Zudem bin ich noch einer der wenigen Menschen, der beim Einkauf alle Einkäufe schon zusammenrechnet. Jetzt nicht im Kopf, da muss ich mir all die Geschichten für meine 8,5 Familien merken, sondern mit einem Abakus. Vielleicht war das auch ein Grund, warum ein Mann in München seine Chance genutzt hatte, in einem Apple Store eine Kiste mit 60 iPhones zu klauen und aus dem Store ungehindert fliehen zu können. Und selbst ein Stuhl, der sich ihm heldenhaft in den Weg stellte, hatte keine Chance, wie dieses Überwachungsvideo zeigt. Respekt, 60 Familien nebenbei zu haben. Kein Wunder, dass er Microsoft gründen musste, um sich die dann zu leisten. Derweil in Graz. Der Albtraum eines jeden erwachsenen Mannes ist es, vermutlich morgens aufzuwachen und festzustellen, dass sein bestes Stück nicht mehr da ist. Einfach weg, als sei es nie da gewesen. Mit einem, bei wenigen wie mir, XXXL großen Nichts. Dann fühlt man sich wie beschnitten, als sei ein Teil des Körpers einfach hinterrücks weggerissen worden. Zum Glück fällt dann den meisten auf, dass sie gestern Abend gar nicht vor dem Haus geparkt hatten, sondern auf der anderen Straßenseite. Und da steht es, des Mannes bestes Stück, sein Auto. In das zweitbeste Stück wurde allerdings einem Mann zu Hause gebissen, nämlich von einer Python, als er sich gerade auf die Toilette setzte. Die 2 Meter lange Schlange war aus der Nachbarswohnung durch die Abwasserleitung ins Klo des Mannes geraten. Einzig komisch war nur, dass der Mann sich erst am nächsten Morgen danach meldete und auch nur, weil sich die Python geweigert hatte, morgens ohne Frühstück zu gehen. Unterdessen in Taipeh. Falls es jemanden gibt, den man fragen kann,
wenn man etwas braucht, dann ist das definitiv meine Tante Erna. Sie kennt immer irgendjemanden oder dessen Tante, sodass selbst als Apollo 13 damals nicht weiter wusste und Tom Hanks nicht erreichbar war, es meine Tante war, die aus einem alten Staubsauger, einer Kaugummipackung und ein paar Hüfthaltern Apollo 13 sicher auf die Erde zurückbringen konnte. Denn sie kannte die Tante von Jack Swigert und die hatte extra einen alten Staubsauger, eine Kaugummipackung und ein paar Hüfthalter ihrem Neffen in den Koffer gelegt. Allerdings hat scheinbar eine andere Tante ein paar Männern in Taipeh den falschen Rat gegeben, nämlich Chips außer Land zu schmuggeln. Jedoch nicht im Koffer, sondern die Männer hatten sich die Chips an ihre haarigen Beine geklebt. Natürlich kamen sie damit nicht durch die ersten Körperscanner am Flughafen, aber bekamen wenigstens dann von der taiwanesischen Polizei ein kostenloses Brazilian Leg Waxing. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Faximile mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke, Froschi Faximile. Und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast ganz normaler April. Das, meine Lady News, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.